Tag das Gleiche, jedes Mal. Wo sind all die Leute, die ich nie sehen wollte? War eigentlich eine sehr gute Zeit im letzten Jahr, wo wir dann noch nach der Urian-Tour mit Caligula's Horse auf Europatour waren. Dann haben wir noch so ein paar kleine Festivals gespielt, haben noch für Karneval hier in Hannover eröffnet. Das war eigentlich ein ganz guter Punkt so mit der Band und dachte, so, jetzt wollen wir doch alle ein neues Album schreiben. Und da bin ich so ein bisschen in diesen Prozess reingestolpert, dass ich gemerkt habe, nee, das ist gar nicht so. Wir sind da eigentlich gar nicht alle an demselben Punkt. Wenn wir das jetzt nicht machen und jetzt darauf warten, dass sich unsere Kalender irgendwie mal alle wieder so zusammenfinden, wann ist das denn? Und da hatte ich auf jeden Fall so einen Moment, wo ich gedacht habe, okay, ja, machen wir jetzt überhaupt noch ein Album? Ist das überhaupt noch sinnvoll? Ist das überhaupt erwünscht? Will das überhaupt jemand hören? Ursprünglich bin ich mit einem, resigniert und vielleicht auch ein bisschen frustriert hier reingegangen und wusste auch gar nicht so richtig, ob ich das jetzt hier alleine hinbekomme oder machen will oder ob da irgendwas dabei rauskommt, was mir gefällt. Aber gleichzeitig hatte ich auf einmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass mich das auch befreit, ne? Dass ich jetzt nicht denke, ich muss da jetzt irgendwas beweisen auf diesem Album, sondern ich mache jetzt mal einfach so Mucke, wo es mir um die Atmosphäre geht, um den Song, um das, was ich eigentlich ausdrücken will. Ja, ich mache das jetzt einfach mal nicht als Gitarrist und nicht als diese Band, die irgendwie das werden will oder das machen will oder in diese Richtung will, sondern ich mache das einfach mal so, wie ich mich jetzt gerade ausdrücken möchte. Flaschen in der Ecke, ein Regal voll mit Scheiß, der sich anläuft über all die Jahre. Ja, ich weiß, das muss eigentlich weg, das kann eigentlich raus, so wie der Schimmel in den Bechern und das alte Zeug, das ich nie verkaufe. Keiner hat sich darum gebeten. Komm schon mal, lass den Scheiß. Keiner will was von dir hören. Keiner will was von. Ja, also der Brauch ist ein Song, der sich so ein bisschen mit dem befasst, dass es uns schon so lange gibt, dass es so Verhaltensweisen, Arbeitsweisen gibt und das sieht man immer ganz schön an diesem Proberaum, in dem so vieles irgendwie mal so entstanden ist, dann auch liegen geblieben ist, nie richtig aufgeräumt wird. Der Schimmel in der Ecke und den Kram, den man nie wegschmeißt oder was man auch verkaufen könnte. Man sieht ja hier im Hintergrund meinen alten Röhrenverstärker, den ich seit 13 Jahren nicht mehr benutze, weil ich jetzt so einen digitalen Amp spiele. Trotzdem steht das da immer noch, weil ich es irgendwie nicht hinkriege, das zu verkaufen. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich für diese Band. Diese Verhaltensweisen, die man nicht ablegen kann, diese Sachen, die sich so eingeschleift haben. Und dass es halt so alles sehr ritualhaft ist und das macht man halt eben so. Und das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ach so, wir haben unsere Cutleitung gar nicht mit. Cutleitung habt ihr hier, ne?
warum mache ich das jetzt hier eigentlich noch? Und mache ich das vielleicht eigentlich, weil ich das schon immer so mache, also nicht schon immer, aber schon so lange. Und das ist ja so ein bisschen was also seine eigene Tradition, die man sich da schafft, sein eigener Brauch. Okay? Ein Seil, ein Band, ein Faden, der nicht reicht. Wie es uns trennt. Das war gleichzeitig auch so ein bisschen für mich das Spannende, dass die Lösung für mich, als ich so unsicher war, soll ich das jetzt weitermachen, was mache ich denn jetzt hier eigentlich, was habe ich denn jetzt eigentlich dann, wenn ich das nicht mache, aber gleichzeitig ist es natürlich auch heilsam, diese Lösung zu haben und die Lösung war dann einfach, sich hinzusetzen und diesen Brauch weiter fortzuführen, also wieder ein Album zu schreiben, wieder weiterzumachen, weil ich gemerkt habe, das ist etwas, was, da finde ich auf einmal total viel, ja, Bestimmung klingt so sehr übergeordnet, aber ich identifiziere mich ja auch sehr über diese Band. Das ist dann eben auch eine Krücke zum Teil, ne? Wenn man merkt, ist das überhaupt so ratsam? Sollte man nicht mal gucken, ob man vielleicht außer die Identifikation ein bisschen verlagern kann? Gleichzeitig habe ich eben gemerkt, dass ich da auch noch sehr viel draus schöpfen kann. Ein Seil, ein Band schon so lang, eher ein Faden, an dem noch kein Leben an. Gott vergib uns hier, selig hier bei mir. Ich glaube, Seil war das erste Demo, was ich gehört habe. Fand ich super schräg, muss ich ehrlich sagen. Also es war schon so, Wenn man den zum ersten Mal hört, kann man da gar nichts mit anfangen. Genauso ging es mir auch. Nils hatte diese Demo irgendwann mal rumgeschickt. sehr artsy, sehr sperrig. Aber er war dann auch so ein bisschen verwundert, dass da so lange keine Reaktion drauf kam. Also was sagt man jetzt dazu? Also entweder ich würde jetzt hier anfangen, das und das komplett anders aufzuziehen, aber vielleicht ist es irgendwie der völlig falsche Ansatz. So, vielleicht ist es gar nicht so gut, das so zu sehen. Deswegen habe ich erstmal eine Zeit lang gar nicht so richtig was dazu gesagt, sondern habe einfach abgewartet, bis ein bisschen mehr was entsteht und so und sich vielleicht irgendwie
dass ich das Bild mehr verstehe, was das werden soll. Ja, das war schon irgendwie nett oder so, aber das so Klick gemacht, das hat wirklich ein paar Mal gebraucht, dass ich das in unterschiedlichen Situationen immer angehört habe und irgendwann war es dann so, krass. So, dann hat diese Stimmung dieses Songs irgendwas in mir ausgelöst und dann war ich hooked irgendwie. So, jetzt finde ich Seil eines der besten Songs des Albums tatsächlich. Also ich finde es eines der stärksten Nummern, ehrlich gesagt, weil es so schräg anders ist, aber trotzdem sehr kunstvoll und sehr sperrig und irgendwie aber auch so eine krasse musikalische Entwicklung auch durchfährt. So. Und dann gerade mit diesen ganzen Elementen, mit diesen Rhodes und den ganzen Chören, die später dazukommen und so. Also eine interessante Art-Rock-Nummer könnte man, glaube ich, so sagen. Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Sachen oder mehrere Tracks auf diesem Album, die vielleicht ähnlich sind, also auf eine gewisse Weise sperrig, aber halt auf eine ganz andere Art wie jetzt wenn das so mathy irgendwie alles zerhackstückelt ist, das ist eine andere Sperrigkeit. Ja, ich glaube, das ist so etwas, was dieses Album noch so ein bisschen anders macht. Ich glaube, uns kann niemand vorwerfen, dass wir mit diesem Album uns jetzt so total wiederholen. Ja, besser wird's nicht. Kivan, Lukas, Finn, Ole. Fietes Taufe habe ich gespielt vor 2 oder 3 Wochen. Aber ich kann sagen, dass Fiete das mit nach Hause nehmen wollte. Fiete fand das auch nicht so witzig, seine Taufe. Hat eigentlich die ganze Zeit geschrien. Ich halte mich nicht für einen besonders guten Sänger und ich bin auch ganz bestimmt nicht der beste Gitarrist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, was ich ganz gut kann, ist, Leute nah an mich heranzulassen. Wer bist du? Und woher kommst du? Und wie? Und ich bin mir manchmal auch gar nicht so sicher, ob ich da auch ein bisschen übertreibe oder ob es nicht für mich eigentlich auch ein bisschen unangenehm ist, dass ich immer so eine Mischung war. Irgendwie berührt mich das selber, das so über mich mitzuteilen. Gleichzeitig ist es mir aber auch schon wieder ein bisschen unangenehm. Also so eine Mischung aus sich so selber von sich gerührt sein und sich aber auch selber peinlich dabei finden. Was ich mir wünschen würde, wäre, wenn man in diesem Raum, in dem man eben meine Gefühlswelt besuchen kann, vielleicht auch sich selber wieder entdeckt und dann eben darin Trost oder Zuversicht oder was auch immer findet, ne, was einem dabei weiterhilft. Und dass einem deshalb diese Musik einem so ein bisschen Seelenbalsam ist. Das wäre so mein höchster Wunsch so an die Musik, die ich mache. Das
Also ich bin mit dem Doppelgänger sehr zufrieden. Wir haben da sehr viel Energie und Kreativität reingesteckt, das dann hier im Studio so rauszubringen. Also auch so dieses Filigrane, diese Ghost Notes. Es gibt so eine Stelle zum Beispiel, wo mache ich so einen Rim-Click irgendwie und dämpfe die Snare Drum noch mit der Hand ab und mache so Ghost Notes darauf. Und ich finde, das klingt einfach richtig gut. So, das hätte ich mir nie vorstellen können, dass so eine banale Stelle mal irgendwie so in meinen Ohren so gut klingt. Ich glaube, auf der Collapse habe ich auch damals so 5 verschiedene Bässe gespielt. Das ist, glaube ich, nie jemandem aufgefallen. Und jetzt bin ich inzwischen einfach dazu übergegangen, so mich auf ein Instrument und einen Main-Sound festzulegen. Und also ich bin super glücklich mit den Spector-Bässen und das habe ich dann jetzt so auf allen Nummern verwirklicht. Hab natürlich dann hier und da mal ein bisschen mehr Zerre dazu genommen. Und damit haben wir nochmal so die Stellen aufgepimpt, die dann besonders zerstört klingen. Mama, I'm scared. Das ist das Schöne an diesem Raum. Man ist ja völlig ungestört. In der Regel, irgendwann kam mal Moritz rein, hat sich irgendwelche Mikrofone ausgeliehen, weil er irgendeinen Chor aufgenommen hat. Und ich habe mich mega erschrocken, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass hier überhaupt jemand reinkommt. Ja, ich war ja wirklich so für mich alleine, konnte ich ja mega viel ausprobieren. Hab ein bisschen was mit Gitarre gemacht, viel mit Synthesizern, hab immer sofort auch dann Vocals dazu aufgenommen. Das ist auch etwas, was vielleicht sich zu anderen Alben unterscheidet, dass ich die Texte mit den Songs zusammen geschrieben habe. Jede Pore bemalt, jedes Teil beschmückt so. Ich glaube, gute Musiker machen einfach gute Musik. Weißt du? Das ist immer die Frage, ob das den eigenen Geschmack trifft oder ob es genau das ist, was man selber im Moment fühlen oder machen wollen würde. Aber grundsätzlich, glaube ich, machen einfach gute Musiker nicht wirklich schlechte Musik oder komponieren auch keine schlechten Songs. Ich bin aber auch sonst mit den Gitarrensounds und wie Nils nochmal, er hat irgendwie sich für den Gesang, hat er auch nochmal ganz, ganz neue Sachen aus sich herausgeholt. Weiß ich gar nicht, wie er das so gemacht hat. Das finde ich einfach eine schöne Entwicklung, das so. Das ist aber so was ganz Ursprüngliches, was mich an diesem Musikmachen auch immer so toll fand. Also ich finde, ich habe ja eigentlich sonst einen Beruf, wo man jetzt wenig macht und dann guckt man wie so ein Tischler und dann guckt man oder ein Tischler und guckt am Ende des Tages darauf, oh, das ist ja schön geworden, was ich hier gemacht habe. Das hat man ja eigentlich, wenn man jetzt so Gitarrenunterricht gibt, hat man das vielleicht nicht so. Und das finde ich beim Songwriting immer so schön, dass man nach Hause fährt und sich das auf den Kopfhörer nochmal anhören kann und denken kann, ja, da bin ich vorangekommen, der Song nimmt ja schon richtig Form an. Und da kann ich mich dann total darüber freuen, dass das so entstanden ist, dass das irgendwie so was Neues ist, was man da erschaffen hat. Vorher war ich immer ausnahmslos gerne unterwegs, irgendwie mit dieser Band und das war auch eine Art Heimat, die ist es natürlich jetzt immer noch, aber wenn man jemand hat, zu dem man so ein enges Verhältnis hat wie zu seinen eigenen Kindern, ich will nicht sagen, dass das in Konkurrenz tritt, aber da ist auf einmal nochmal so ein ganz anderes Gegengewicht. Es gibt gerade diesen Song Die Brücke auf dem Album, wo das ja auch nochmal so ein bisschen thematisiert wird oder wo das vielleicht mal so ganz schön rausgestellt wird.
ja, wie einnehmend eigentlich auch so ein Alltag ist, den man dann hat. Ne? Und das ändert sich tatsächlich laut meiner Erfahrung doch, wenn man irgendwie Kinder hat, dass man eben nicht nur für sich und ich mache hier so mein Ding, sondern dass man ja jemandem Aufmerksamkeit schenkt, dass man für jemanden da ist, dass man für jemanden Verantwortung hat. Das ist sehr einnehmend. Und diesen Raum, der da in sich eingenommen wird, den kann man dann nicht mal eben wieder für die Band öffnen. Also vorher hatte ich vielleicht wirklich irgendwie so die Band so als absolute Priorität und das ist einfach dann bei mir nicht mehr so, jetzt wo ich so Elternteil bin. Und gleichzeitig finde ich das ganz schön, dass ich diese Gefühle, die dann eben da sind, auch wieder in Musik umwandeln kann. Also da gibt es ja dieses Wechselspiel. So entwickelt sich dann eben die Musik auch weiter. Ne? Also bedingt sich das trotzdem gegenseitig und wird trotzdem voneinander beeinflusst und kriegt eine neue Facette. Ist schon ein bisschen, düster trifft es glaube ich nicht, so ein bisschen melancholisch vielleicht. Der Brauch, also der Titeltrack, da finde ich, zeigt nochmal so eine ganz andere Seite, die wir bis jetzt auch noch gar nicht hatten. Ich finde, der klingt irgendwie modern, das ist irgendwie so eine Art frische Gefühl, erzeugt das bei mir an den Ohren. Ich finde es gerade gut, dass es doch nochmal was ganz anderes ist als zum Beispiel Urian, weil Urian war ganz klar dann mehr in Richtung Prog und Metal und eher düsterer Metal auch und so. Das ist dieses Mal irgendwie was ganz anderes. Mehr Akustikgitarre, mehr wieder organischere Instrumente, so wie vielleicht irgendwie so die ersten paar Platten waren. Vor allem mehr orchestral wieder. Das fand ich jetzt einfach als Abwechslung, gerade zu den letzten 2 Werken, irgendwie dann doch nochmal erfrischend und gut, da einfach was anderes zu machen. Ja, und so weiter. Das versteht man jetzt nicht über. Hast du diese Orgel einfach mit diesem Pitch-Wheel von MIDI-Keyboard gemacht? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Das habe ich bestimmt gezeichnet in so einer Tonspur. Das alles schon erlebt, das alles schon.
das alles geht vorbei, das alles geht schon. Egal wie intensive Phasen man jetzt auch hatte mit dieser Band oder und mit welcher Konstellation auch immer, es ist immer hilfreich, oder, ja, weiß ich gar nicht, ob das immer hilfreich ist, aber das ist zumindest meine Schlussfolgerung daraus. Es ist immer hilfreich, wenn man sich selber auch irgendwie genügt. Ich habe nichts für dich, nichts für